Kannst du verstehen, was hier passiert ist? Schau dir das Video bis zum Ende an und finde es heraus. Du kannst mit diesem Video auch aktiv Deutsch lernen. Das PDF zum Video findest du im Kommentar. Viel Spaß! Es ist Freitagmorgen. Sehr, sehr früh am Morgen. Sams Wecker klingelt schon um 2 Uhr in der Nacht. Oh nein, ich bin so müde, sagt Sam. Aber er muss aufstehen. Heute beginnt nämlich seine Reise nach Nordmazedonien. Sein Flug geht schon um 6 Uhr morgens. Sam hat gestern Abend nicht alles vorbereitet. Deshalb muss er jetzt noch schnell seinen Koffer packen. Er nimmt ein paar T-Shirts, Hosen, Schuhe und natürlich seine dunkelblauen Kapuzenpullover mit. Dann schaut er auf die Uhr. Was? Um 2:30? Ich muss mich beeilen. Um 7:45 landet das Flugzeug in Skopje. Sam steigt aus und holt seinen Koffer. Jetzt muss er nur noch zu seinem Apartment kommen. Er hat 2 Möglichkeiten. Er kann mit dem Bus fahren oder er kann ein Taxi nehmen. Sam entscheidet sich für das Taxi. Das Taxi kostet nicht viel. Für die Fahrt bezahlt er nur 15 Euro. Nach kurzer Zeit kommt er bei seinem Apartment an. Das Apartment ist wunderschön. Es ist groß, modern und hell. Es gibt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und sogar einen Balkon. Sam geht sofort nach draußen. Wow, von hier kann man ja fast ganz Skopje sehen. Skopje ist die Hauptstadt und die größte Stadt von Nordmazedonien. Die Stadt hat ungefähr 530.000 Einwohner. Am Abend bekommt Sam Hunger. Jetzt muss er unbedingt etwas essen. Er findet ein traditionelles Restaurant und setzt sich an einen Tisch. Auf der Speisekarte sieht er viele Spezialitäten aus Nordmazedonien. Die muss ich einfach probieren. Sam bestellt mehrere kleine Gerichte. Er probiert Gemüse, Fleisch, Brot und verschiedene traditionelle Speisen. Hier schmeckt wirklich alles gut. Nach dem Essen geht Sam zurück in sein Apartment. Am nächsten Morgen klingelt Sams Wecker wieder sehr früh. Heute muss er zum Matka Canyon fahren. Der Matka Canyon liegt nur ungefähr 15 bis 17 Kilometer von Skopje entfernt. Im Matka Canyon kann man wandern, eine Bootstour machen oder ein Kajak mieten. Natürlich entscheidet sich Sam für das Kajak. Für 12 Euro mietet er eines. Er setzt sich hinein, nimmt das Paddel und fährt langsam los. Am Anfang muss er sich noch konzentrieren. Links, rechts, links, rechts. Aber schon nach paar Minuten funktioniert es sehr gut. Sam paddelt zwischen den hohen Felsen durch den Canyon. Sam sieht das tiefe Wasser neben seinem Kajak. Aber er hat keine Angst. Er kann nämlich sehr gut schwimmen. Nach einiger Zeit legt er das Paddel
kurz auf das Kajak und schaut sich um. Es ist ruhig, nur das Wasser und die Natur. Hier kann ich wirklich den ganzen Tag bleiben. Am Dienstag fährt Sam weiter nach Ohrid. Die Stadt ist sehr alt und hat einen See. Das Wasser ist klar und hinter dem See sieht er die Berge. Das sieht unglaublich aus. Heute möchte Sam auch das berühmte Kloster besuchen. Das Kloster liegt direkt am Ohridsee, südlich von Ohrid. Hier kann Sam alte Ikonen sehen. Sam geht langsam durch die Anlage. Hier muss man leise sein. Für die Kirche muss man einen kleinen Eintritt bezahlen. Sam schaut noch einmal über den Ohridsee. Leider ist seine Reise jetzt fast vorbei. Heute muss er wieder zurückfliegen. Hat dir das Video gefallen? Dann gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal, damit du keine neue Deutsch-Hörgeschichte mit Sam verpasst. Vielen Dank!